Wir sind hier heute vor der TIWAG-Zentrale in Innsbruck am Landhausplatz. Die TIWAG ist der Energieversorger von Tirol und insbesondere der Wasserkraft verschrieben. Und wir möchten hier heute zum größten aktuellen Bauprojekt von der TIWAG, dem Ausbaukraftwerk Kaunertal, mehr Informationen an die Öffentlichkeit bringen, die auch vielleicht eine andere Seite von diesem Kraftwerksprojekt beleuchten, die bis jetzt einfach noch zu kurz gekommen ist. Die TIWAG hat lang die Strategie gehabt, recht wenig Informationen über öffentliche Veranstaltungen preiszugeben. Es war immer die Strategie, quasi die Umweltbehörde im UVP-Verfahren prüfen zu lassen und die werden schon entscheiden, ob die Umwelteinflüsse gerechtfertigt sind oder nicht. Die Bevölkerung wurde da außen vor gelassen und so hat die TIWAG mit ihrer Strategie eigentlich unfreiwillig eine kleine Informationskampagne losgetreten, weil viele Initiativen vor Ort gesagt haben, na, wir wollen wissen, worum es geht. Das ist unsere Heimat, die da bedroht ist und die Initiativen haben die Informationen erarbeitet und arbeiten daran, dass die ganzen Gemeinden einfach auch wissen, worum es geht und fundierte Entscheidungen treffen zu können. Die Alpen, auch wenn man das auf den ersten Blick gar nicht so scheint, ist ein extrem erschlossener Raum. Die meisten Flüsse sind verbaut, die meisten Berge sind bereits erschlossen von Seilbahnen, von Infrastrukturprojekten jeglicher Art. Wirkliche Freiräume, wo die Natur nur so ist, wie sie früher ist, gibt es ganz, ganz wenige. Und die Ötztaler Alpen sind einer dieser Freiräume, wo es nur Natur gibt, wie sie tatsächlich früher einmal war, die wirklich intakt ist und die sehr wertvolle Lebensräume für viele seltene Tier- und Pflanzenarten sind. Und das Kraftwerk Kaunertal, das ist dermaßen groß, dass es gleich mehrere Täler, die eigentlich nur völlig in Ordnung sind, betrifft. Das ist das Ötztal, wo bis zu 80% vom Flusswasser ausgeleitet werden sollen. Und das ist das Platzertal, wo es wirklich ein extrem großes, bisher fast unberührtes Moorfeuchtgebiet gibt, was eine wirkliche Seltenheit ist. Und das ist in der Größenordnung kaum vergleichbar in Europa, wie viel Naturfläche dort bedroht ist. Was die TIWAG unter dem Deckmantel Ausbaukraftwerk Kaunertal verkauft, ist in Wahrheit ein Megaprojekt. Das ist eine riesige Erschließung in fast unberührter Natur. Das fängt an im Ötztal, wo bis zu 80% des Flusswassers abgeleitet werden sollen. Das gelangt dann durch Lkw befahrbare Stollen bis ins Kaunertal in den bestehenden Gebhardtspeicher. Von dort aus passieren zwei Dinge. Das ist eine Kraftwerkskette am Inn bis ins Timing, um die zusätzlichen Wassermassen abzuarbeiten. Und das ist der Pumpspeicher im Platzertal. Was im Platzertal geplant ist, ist ein riesiger Speicher mit 42 Millionen Kubikmeter, der allerdings keinen natürlichen Zufluss hat. Das heißt, fast das gesamte Wasser muss hochgepumpt werden, ist also mit einem Energieverlust behaftet. Und die Sinnhaftigkeit dahinter ist eigentlich gar nicht abbildbar, weil alle anderen Speicher, die so groß sind, die arbeiten mit natürlichem Zufluss oder Wasserableitungen, die ein natürliches Gefälle haben, also die wirklich Energie verlagern. Es wird ein 120 Meter hoher Staudamm entstehen, der ist 660 Meter breit. Dahinter soll alles ausgebaggert werden, bis auf den blanken Fels runter. Es wird ein Lkw befahrbarer Stollen ins Gebirge gesprengt. Es kommen Lawinenverbauungen, es wird eine jahrelange Großbaustelle geben und das in momentan noch völlig intakter Natur, wirklich ein Alpenidyll, das man so kaum noch findet. Das Platzertal ist ein Hochtal auf 2300 bis 2500 Meter. Es ist bisher fast unberührt, das heißt, es gibt kaum Wanderwege, es gibt keine Hütten, es gibt eigentlich nur eine Alm mit Weidebetrieb. Es gab aus der Vergangenheit Bergwerke, die sind schon lang verlassen und das ist im Prinzip die ganze Infrastruktur, die man im Platzertal findet. Was das Platzertal allerdings auch beherbergt, ist das größte naturbelassene Moorfeuchtgebiet in den Hochalpen, in ganz Österreich. Und in diesem Moorfeuchtgebiet, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Lebensräume. Da gibt es Niedermoore, da gibt es Übergangsmoore, da gibt es einen schlängelnden Bach, da gibt es ganz viele Tümpel, die für alle Amphibien wichtig sind, die für Libellen wichtig sind, die auch für Schmetterlinge drumherum einen Lebensraum bieten. Es ist eine wirkliche Naturschatz da oben, der für die Klimakrise sehr wertvoll ist und auch für den Artenschutz sehr wertvoll. Tirol hat super viele Täler. Es ist ganz egal, wenn man eins zubaut, könnte man ganz leicht sagen, das ist aber nicht so. Jedes Tal hat
seine eigene Geschichte, das wissen die Leute auch. Und viele Täler haben auch eine ganz eigene Natur, die es sonst kaum noch wiederzufinden gibt. Und es sind mittlerweile einfach so viele Täler erschlossen, dass es eine Seltenheit ist, dass ein Tal wie das Platzertal nur so unberührt da liegen kann, wie es ist. Es gab eine Studie vom WWF im Auftrag von Marlon Schwienbacher, der sich alle Moorgebiete über 2000 Meter anschaut. Und rauskommen ist, dass es nur noch 10 Täler in Österreich gibt, wo es große Moorflächen gibt, die bisher fast unberührt sind, dementsprechend intakt sind. Und das Platzertal ist das größte davon. Also man kann nicht sagen, es ist egal, ein Tal kaputt zu machen, weil es noch so genug davon gibt. Das Platzertal ist wirklich einzigartig. Was viele immer vergessen, ist, dass es auch noch das große Artensterben aktuell gibt. Da geht es darum, dass weltweit, auch in Tirol, ganz viele Tier- und Pflanzenarten sterben und damit ganz viele wichtige Anpassungen verloren gehen. Wenn eine Art ausstirbt, dann ist im Prinzip das ganze genetische Material verloren, was diese Art hat. Und was jetzt Tiere und Pflanzen machen, was wir oft gar nicht sehen, die übernehmen ganz wichtige Funktionen. In einem Moor sind es ganz wichtige Funktionen für die Trinkwasserqualität, für die Wasserreinigung, für den Wasserrückhalt, auch für die Hangsicherung drumherum. Und das sind die Funktionen, die irgendwann mal verloren gehen. Und all die Arten in einem Moor sind angepasst auf diesen Lebensraum. Und im Klimawandel verändern sich Lebensräume rasant durch die Temperatur, durch andere Umwelteinflüsse und auch durch den Menschen. Und die Arten, die gut angepasst sind, die sorgen für Stabilität in einer Welt, die sich permanent verändert. Die TIWAG spricht oft von und formuliert es auch wirklich genau so, das im Platzertal ist kein Hochmoor, das ist ein Niedermoor und es gibt auch Übergangsmoore. Was da gleich mitschwingt und was auch voll schade ist in der öffentlichen Debatte allgemein, dass da eine Wertigkeit betrieben wird. Es ist ein Niedermoor nicht weniger wertvoll als ein Hochmoor. Also intakte Moore zu zerstören ist immer aktiv was gegen den Klimaschutz zu tun. Kaputte Moore brauchen extrem lang, bis sie wieder intakt sind. Und das können wir in so einem Menschenleben eigentlich gar nicht messen. Deshalb sind die Moore, die nur intakt sind, unglaublich wichtig. Das ist 1% von der ursprünglichen Moorfläche von Österreich, die nur intakt ist. Die kann man nicht entsetzen, weil die leisten einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Und zwar heute, wo wir es jetzt brauchen, nicht erst in 100 Jahren.